like never before. Every step a new beat in a city that never sleeps. 3 on the road, New York City, city of the heart. You live in me. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 6. Tag in New York City. Wir haben Donnerstag, den 14. September 2023. Und heute beginnt es nicht ganz so früh wie sonst. Dafür eher sportlich. Erstmal. Der heutige Tag soll nämlich ein wenig erholsamer und vor allem fußfreundlicher werden mit einer Sightseeing-Radtour im Central Park. Also ab zum Verleih und rein in den Central Park, dachten wir. Im Central Park ist nämlich nicht auf allen Wegen Radfahren erlaubt. Eigentlich nur auf dem Hauptweg. Der ist aber teils eine richtige Straße mit Ampeln, Autos, Radfahrern, Joggern und Kutschen. Und auch noch ziemlich voll. Und man muss noch zusätzlich ein Auge auf die Fußgänger haben, die kreuz und quer laufen. Fahren darf man auch nur in eine Richtung, nämlich gegen den Uhrzeigersinn. Entspanntes Radeln stellen wir uns irgendwie anders vor. Wir wollen ja auch was sehen. Also heißt es runter vom Radweg, schieben, abstellen und auf jeden Fall abschließen, Sehenswürdigkeit abhaken, Räder aufschließen, zum Radweg schieben und weiter geht's. Nach dem ersten zugegebenen sehr kurzen Stopp waren wir schon etwas genervt. Eine Radtour durch den Central Park ist sicher absolut lohnenswert, aber als reine Radtour, vielleicht mit einem Picknick irgendwo und natürlich mit anständigen Rädern, aber als Sightseeing-Tour unserer Meinung nach nicht wirklich geeignet. Und dann merken wir auch noch, dass nur die Vorderbremsen richtig greifen, da war der Spaß ganz vorbei. Bevor noch einer von uns über den Lenker geht, bringen wir die Räder zurück, neue wollen wir lieber nicht. Wir sind mit der Metro bis zur 96. Straße hochgefahren und dann ging es statt per Rad, per Pedis durch den Central Park, eine grüne Oase inmitten des geschäftigen Treibens. Dieser riesige Stadtpark hat eine Länge von etwa 4 Kilometern und eine Breite von knapp etwas unter einem Kilometer, 860 Meter, um genau zu sein. Und so als Vergleich, mit gut 345 Hektar ist er etwa doppelt so groß wie in Europa das Fürstentum Monaco, muss man sich mal vorstellen. Wir haben keine Ahnung, welche Wege wir alle gegangen sind. Wir lassen uns treiben, einfach drauf los und schauen, was hinter der nächsten Biegung ist. Eine kleine Pause hier und da. Im Central Park kommt man einfach zur Ruhe, ob man will oder nicht. Später stellen wir dann fest, dass wir über 5 Kilometer gelaufen sind und fast nur im westlichen Teil dieses riesigen Parks unterwegs waren. Wir haben unzählige Bilder gemacht, viel gefilmt, aber wie überall gilt, man muss es selbst sehen. Los, sag mal. Was? Hörst du das? Ja. Ja, Schatz, hier in der Stadt ist das gang und gäbe, oder? Nein, so extrem nicht. Das ist schon ein bisschen extremer für sonst.
Natürlich haben wir das Schloss von Graf Zahl aus der Sesamstraße und den anliegenden Turtle Pot besucht. Ursprünglich war das Castle Belvedere, so heißt es richtig, aber ein Aussichtsturm für die Meteorologen hier im Park. Hat es mir angetan, hier ist im Park. Ja. Dir nicht? Ganz schön hügelig trotz all dem, ne? Ja. Das geht schon wieder bergab. Waterfalls, komm im Waterfall. You okay? Ja. Kannst du nochmal auf Toilette gehen?
Beitrag leisten soll, Distanz. Okay. ¿Vos ves al Mateo, Sofi? Ah, bueno, pero acá está la autopista, está bien. Vamos por la autopista. Das wollen wir denn. Ein kleines Highlight war dann auch der Besuch des Strawberry Field, dem Gedenkplatz für John Lennon. John Lennon ist natürlich eine Legende und seine Lieder mag besonders ich sehr gerne, auch wenn wir keine ausgeprägten Beatles-Fans sind. Aber mit der Musik sind wir immerhin aufgewachsen und stufen sie auf jeden Fall als hörbar ein. Zufällig spielte ein Straßenmusiker dann auch Imagine, das hatte was. Das Wohnhaus, vor dem John Lennon erschossen wurde, ist nicht weit entfernt und natürlich statten wir auch dem einen Besuch ab. Viel sehen kann man hier aber nicht. Ein berühmter deutscher Komiker soll übrigens auch hier eine Wohnung haben. Schon groß, ne? Oh, guck mal. Geil. Der Fahne ist dran. Am Columbus Circle verlassen wir den Central Park wieder und stellen fest, um allein diesen riesigen Park zu besichtigen, braucht es mindestens 2 Tage, wenn man alles sehen will. Wir bummeln gemütlich zurück Richtung Times Square zum Hotel. Wir gönnen uns eine kurze Verschnaufpause, aber der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Schon stehen wir wieder auf dem Times Square und bahnen uns einen Weg durch die Menschenmassen, die sich hier schon am späten Nachmittag tummeln. 3 on the road in the city that never sleeps. Neon lights are dancing up the streets. Taxi cabs and skyscrapers is what we meet. Concrete jungle under our feet. Central Park was shining in the dawn. Statue of Liberty gave us a heart. Subway rhythms carry us along. Every corner hums a different song. 3 on road is chasing dreams under the New York sky, turning strangers into friends as we fly by. Echoes of the city sing our lullaby. In the heart of the hustle, we learn to fly. Wir lassen uns einfach treiben und saugen die Atmosphäre auf. Und wir merken, dass Laufen auch verdammt hungrig macht. Wir hatten zwar heute Mittag einen kleinen Snack, aber wir brauchen dann doch jetzt mal etwas Warmes. Wir kommen zufällig an einem Shake Shack vorbei. Der kultige Burgerstand von Sonntag im Madison Square Park, wo es uns ja zu voll war, hat natürlich mehrere Filialen in Manhattan. Und probieren wollen wir es auf jeden Fall. Um es kurz zu machen, der berühmte Shake Shack Burger mit Fries war vom Geschmack her okay, wir sind auch satt geworden. Aber ganz ehrlich, diesen Riesenhype verstehen wir ehrlich gesagt nicht. Wir haben definitiv schon viel bessere Burger gegessen. Feel the pulse of life on crazy nights in this town where everyone unites, chasing stars and neon
Echoes of the city sing our lullaby. Wir bummeln zum nächsten Park, einer, wie wir finden, mit der schönste hier, Bryant Park. Im Sommer finden hier immer wieder kostenlose Konzerte statt. Die Menschen machen es sich auf Stühlen oder auf der Wiese bequem. Wir auch. The Spirit of New York City. Aber auf das Konzert können wir heute nicht warten. Es gibt noch einen Programmpunkt. Square sparkle to Broadway's glow. Every moment is a priceless show. In a cafe we find a friendly hello. New York City has given us its flow. We'll cry. Wir schlendern ein wenig durch den Park und hier bekomme ich auch an einem der Verkaufsstände endlich ein Glas vom berühmten Rooftop Honey von Manhattan. Ja, kann man sich kaum vorstellen, aber auf den Dächern der Häuser sind einige Bienenvölker angesiedelt und nur hier gibt es diesen speziellen Honig, der von den Pflanzen in und um Manhattan stammt. Deswegen heißt er ja auch so. Wir halten kurz an der Public Library, die direkt am Bryant Park liegt und die sehr sehenswert sein soll. Für einen Besuch haben wir heute aber leider keine Zeit und somit steht die Bibliothek auf der To-Do-Liste für einen zukünftigen Besuch in New York. Wir laufen über die Fifth Avenue und plötzlich macht uns ein Schild neugierig. So entdecken wir tatsächlich ein deutsches Brauhaus mitten in Manhattan. Willkommen in Bier und Bratwurst. Der kurze Stopp ist noch drin und ein kühles Getränk bitter nötig. Es ist mal wieder heiß und schwül. Es war, sagen wir mal, interessant und eigentlich brauchen wir sowas in den USA nicht, wenn wir hier zu Besuch sind. Ja, mal Biergarten, ne? Mitten auf der Straße. Hier geht's ja bergab. Guck mal, was der Bim hier alles drin hat. Halt, guck mal den Laden an. Alter, Alter. Furchtbar. Das ist der Sonnenuntergang, mein Schatz. Und dann sind wir am Empire State Building, unser Ziel für heute Abend, denn wir wollen New York ja auch mal endlich von oben in der Dunkelheit sehen. Vor dem Eingang steht eine ewig lange Warteschlange, dachten wir. Es ist mal wieder alles super durchorganisiert und wir waren schneller am Security-Check wie gedacht. In den 1930er Jahren erbaut, war das Empire State Building tatsächlich mal das höchste Gebäude der Welt mit 381 Metern. Das Gebäude hat 102 Stockwerke und bietet Aussichtsplattformen, von denen man aus einen Panoramablick auf die Stadt hat. Yes, it is. It's a good man. Thank you. Besonders beeindruckend soll die Aussicht vom berühmten Observatory Deck auf der 86. Etage sein. Bei gutem Wetter kann man bis zu 80 Kilometer weit sehen, aber da sind wir noch nicht.
Das Empire State Building ist wirklich spektakulär aufgezogen. Der Bau kommt in einer Ausstellung nicht zu kurz und wer kennt nicht die Szenen, als King Kong hier auf dem Dach rumkletterte. Auch diese Geschichte wird hier gelebt. Wir sind echt begeistert, wie toll und vor allem liebevoll hier alles gestaltet ist. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall schon mal alleine für die Ausstellung. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets fly through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Oh, hey, watch it! We're coming up here! I know you're walking the bricks. Hey, Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will you? Got it, boy. All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Die Fahrt mit dem Aufzug hoch ist natürlich auch schon wieder spektakulär und in der 80. Etage hat man einen tollen Blick auf die Lichter von Manhattan. Zwar durch dicke Fensterscheiben, aber das ist mir mit meiner Höhenangst natürlich sehr recht. Ist aber schon, ne? Imposant. Ich dachte die ganze Zeit schon, ich bin auf dem Observation Deck in der 86. Etage, weil ich im Aufzug nicht aufgepasst hatte. Ein ganz blöder Irrtum, wie sich dann herausstellt. Irgendwann steigen wir wieder in den Aufzug und statt nach unten bringt er uns noch ein Stück höher. Das wusste ich nicht und Thomas wusste nichts von meinem Irrtum. Und jetzt trifft es mich richtig übelst hart. Außenplattform, nur mit Gittern drumherum. Das war ja schon vor ein paar Tagen auf dem Edge nicht einfach für mich und bis eben war ich ja in einem geschlossenen Raum. Beim Betreten des Vorraums habe ich schon ein blödes Gefühl in den Beinen und Thomas geht erstmal alleine raus. Nur weil ich Höhenangst habe, muss er ja nun nicht auf den Ausblick verzichten. Und dann tut es mir so leid, dass er da alleine raus muss, dass ich all meinen Mut zusammennehme. Ich öffne die Tür, mache vorsichtig einen Schritt auf die Rampe. Okay, an der Wand entlang mit genügend Abstand zum Gitter funktioniert es vielleicht. Ich wage einen Blick Richtung Horizont. Die Beine kribbeln, ich bin trotz des Gefühls wie gelähmt. Ich stehe mit dem Rücken an die Wand gepresst und dann geht es für mich weder vor noch zurück. An der Tür steht eine Dame der Security und die merkt, dass mit mir was nicht stimmt. Sie spricht mich ganz ruhig an, nimmt mich an der Hand und führt mich zurück in den Vorraum, schenkt mir ein Lächeln und eine Flasche Wasser. Meine Panik lässt langsam nach und dann ist Thomas auch schon wieder bei mir. Wir fahren direkt runter, gehen durch den obligatorischen Souvenirshop zum Ausgang und dann geht es mir auch bald wieder besser. Ich bin traurig und geschafft, aber Thomas hat so viele Aufnahmen gemacht, dass ich die Aussicht im Nachhinein doch noch genießen konnte, ohne Höhenangst. Thank you. Es ist spät geworden und wir schlendern langsam zurück zum Hotel. Das liegt bekanntermaßen am unteren, etwas ruhigen Teil vom Times Square. Aber den wollen wir ja auch mal am Abend so richtig sehen und nicht nur von unserem Hotelfenster aus. Und auf dem Times Square steppt der Bär. 24/7.
Abends ist es definitiv schon zu viel steppender Bär. Und auch nicht gerade ungefährlich, haben wir festgestellt. Zufällig bekommen wir mit, dass eine Gruppe irgendwelcher Idioten versucht, die Polizei übelst zu provozieren. Die blieb aber ganz ruhig und diese Idioten zogen irgendwann weiter. Trotzdem fanden wir es ein bisschen unheimlich. Der Times Square an sich ist nicht schön und es laufen ziemlich komische Gestalten rum. Und beim Sichten unserer Videos haben wir übrigens noch die ein oder andere merkwürdige Begebenheit entdeckt. Die berühmten Leuchtreklamen in der Dunkelheit sind ziemlich spektakulär, sollte man mal gesehen haben, aber wir würden nicht unbedingt empfehlen, sich dort am Abend lange aufzuhalten. Und langsam sind wir auch wirklich müde. Aus dem so fußfreundlichen Plan für heute wurde ja bekanntlich nichts. Im Gegenteil. Heute ist der Tag mit der längsten gelaufenen Strecke, fast 18 Kilometer. Wenn dir unsere New York Moments an Tag 6 gefallen haben, dann zeig es uns mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. Du verpasst so keine Videos und unterstützt dadurch unsere Arbeit. Danke dafür und danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.